Hallo zusammen. Ich nehme euch heute mit auf einen kleinen Rundgang durch Auenland. Da ich sowieso auf dem Weg zum Strand bin, also so dem schönsten Strandabschnitt, der hier in Auenland ist, nehme ich euch jetzt einfach mit und zeige euch mal ein bisschen, was es hier so alles an Geschäften gibt und an Gaststätten. Es ist zwar schon Mittag, aber es ist noch ziemlich ruhig, auch weil es ist auch ziemlich warm. Also ich glaube, wir haben jetzt so um die 35 Grad. Und ja, aber es weht ein bisschen in Lüftchen heute. Das ist ein bisschen auszuhalten. Da kann man mit leben. So, wie gesagt, hier sind hier sind die Beach Clubs, wollte ich sagen, bevor der mich unterbrochen hat. Das ist einer, der mit Hostel, und hier vorne ist noch der Reef Beach Club. Da war ich auch schon drin. Da hat ein Live-DJ aufgelegt. War nicht schlecht. War in Ordnung. Auch die Getränke sind sehr lecker da drin, also nichts gepanscht, sondern man kann gut trinken. Wie gesagt, auf der anderen Seite, wir nähern uns jetzt zum Strand. Und auf der anderen Seite sind alles Geschäfte, Restaurants. Denke ich mal, ich werde da noch rüber wechseln, wenn wir hier nur noch beim Strand sind. Wie gesagt, das ist der Reef Beach Club mit zweimal am Tag Happy Hour. Hier kann man ein paar Reisen buchen, Ausflüge. Ich habe auch schon welche gebucht. Dazu wird es auch noch Videos geben, je nachdem welches Video zuerst kommt. Ob das oder die von meinen Bootsausflügen, das weiß ich noch nicht, aber ich erwähne es einfach mal mit. So, und das ist die schöne Strandaussicht, die man hier hat am Auenland Beach. Ist ein Weststrand, also hier hat man abends Sonnenuntergang. Werde ich wahrscheinlich am Ende des Videos mit einfügen. Aber ja, ich würde sagen, ne, kann man aushalten hier. So, dann gehen wir mal rüber und es ist auch ein bisschen mehr Schatten auf der anderen Seite. So. Zack. Und man sieht die Geschäfte ein bisschen näher. Und dann laufen wir mal, wie gesagt, die Straße geht bis hinter zu dem schöneren Strandabschnitt, wo man dann noch Liegen hat, Massage liegen und Essensbuden. Und dann macht die Straße einen Knick nach oben. Und bis dahin laufen wir jetzt und da nehme ich euch mit den ganzen Geschäften mit. Wie gesagt, hier gibt es diverse Restaurants. Meiner Meinung nach ein bisschen zu innerlastig. Es sind mir ein bisschen zu viele Inder, aber ja, diese bieten meistens alles an. Die haben dann auch noch Thai im Angebot, europäisch, Fisch, gibt alles Mögliche. Wie man sieht, ist es hier noch sehr ruhig. Weil halt viele Leute sind hier unterwegs, die liegen halt am Strand. Oder in hier in Hotelpools, weil es halt einfach wirklich warm ist. Und hier kriegt man ganz schnell Sonnenbrand. So, schwenkt mal wieder ein bisschen zum Strand.
sagen, die Hälfte ungefähr haben wir geschafft. Jetzt sind wir hier bei der Schwertfischstatue. Das Gebiet hier ist irgendwie Schwertfischlastig. Also die haben es hier mit Schwertfischen. Aber es ist auch ein guter Treffpunkt, wenn man so gesagt kriegt, wenn man Bootstouren macht, wir treffen uns am Schwertfisch. Also die verweisen dann meistens auch darauf. So, Kurs ist aktuell 37,61. Er steigt. Wo wir hier angekommen sind, war so bei 37,20. Und ja, mittlerweile kriegt man schon ein paar mehr Baht für seine Euros. Ja, da oben sind die ganzen, schwenk mal nach oben, das sind die Rooftop-Bars. Kann man oben sitzen und kann dann abends den Sonnenuntergang mit besserer Aussicht genießen und sich dazu noch, meistens mit Happy Hour, in kühlen Trink gönnen. McDonald's gibt es auch für die Leute, die einen McDonald's in Thailand brauchen. Aber wie gesagt, ich war auch schon drin und ich kann dazu sagen, es schmeckt anders als in Deutschland. Genauso wie Fanta, Schweppes. Und damit meine ich, dass es in Thailand besser schmeckt als wie in Deutschland. Zwar vielleicht nicht für jeden Geschmack, weil es nicht bloß eigentlich süßer ist, sondern da ist auch schon mehr Fruchtgeschmack drin. Aber muss man mögen. Aber für mich ist die Getränke hier besser. Um einiges besser. So, das ist mal kein 7-Eleven. Im Minimart ist aber genau dasselbe. Wie gesagt, verschiedene Reiseanbieter. Man findet hier eigentlich auf dem Abschnitt der Straße findet man so gut wie alles, was man braucht. Für den täglichen Bedarf oder wenn man was vergessen hat, mitzunehmen, eine Gummiente oder so, findet man alles. Holen wir. So, und jetzt, wie gesagt, macht die Straße hier hoch einen Knick. Da ist der große Bootsverleih für die Longtail-Boote, die hier täglich rausgehen. Und ich gehe jetzt dann mit euch dahinter. Und hier hoch geht es halt mit der Straße weiter, Restaurants und alles Mögliche.